Prayer. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf der Prayer Future Stage auf der Expo Real 2024. Ich freue mich, dass Sie alle erschienen sind und dass Sie da sind. Und ich finde, dass wir ein sehr spannendes Thema haben für die kommenden 30 Minuten, nämlich Marktausblick Data Center. Und ich habe hier neben mir, und ich freue mich sehr, Gabriel Chodziecki. Gabriel ist CEO und Gründer der Prayer. Hallo Gabriel, schön, dass du da bist. Hi Josef, guten Tag. Super. Jetzt müssen wir nach den ganzen vielen Vorträgen und Diskussionen, die wir schon mal hatten, noch einmal rein, weil ich verstehen will, was ihr überhaupt mit den Datacentern plant. Ich habe gedacht, es gibt einen Knotenpunkt in Frankfurt, es gibt einen in Amsterdam, in Paris und das war's. Mehr brauchen wir nicht. Kannst du mal ganz kurz erläutern, Datacenter, was tut sich da? Also von unserer Seite aus, was planen wir? Wir sind am Ende des Tages Projektentwickler für Dritte und entwickeln Rechenzentren von einem Greenfield bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Am Ende des Tages betreiben wir die Rechenzentren nicht, sondern das machen unsere Mieter. Und die haben hohe Anforderungen heutzutage, weil wir hatten ja mal jetzt die letzten Male über den Marktausblick für 2030 gesprochen. Wir haben über die Veränderung der Märkte gesprochen und wir haben ja festgestellt in unseren letzten Podiumsdiskussionen, dass wir in einer Dekade sind, die extrem gedriven wird von disruptiver Technologie. Das heißt, du hast an einer Stelle auch gesagt, Big Ideas. Kannst du das erläutern? Disruptive Technologien, KI, okay. KI. Aber was kommt noch dazu? KI ist nur ein Bestandteil des gesamten Bildes. Wir haben autonomes Fahren, das ist ein Bestandteil des Gesamten. Autonomes Fahren kann nur funktionieren, wenn wir deutschlandweit an jeder Stelle auch Rechenzentren entwickeln. Das sind kleine Edge-Data-Center, die im Kilowatt- und Megawatt-Bereich funktionieren, aber die sind notwendig, weil wir brauchen die Distanz zu dem Auto. Das heißt, die Distanz muss verkürzt werden. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Robotik. Amazon hat heute mehr Roboter als Mitarbeiter im Unternehmen. Und das führt dazu natürlich, dass sozusagen Roboter auch durch künstliche Intelligenz deutlich effektiver arbeiten, aber auch deutlich mehr Energie und Daten verbrauchen. Das heißt, das Datenvolumen, worüber wir heute sprechen, wächst exponentiell. Können wir ein paar Zahlen, habt ihr ein paar Zahlen, die wir uns einfach merken können, was den Verbrauch von Daten angeht mit der Zunahme der Robotik und künstlichen Intelligenz? Ja, gerne. Also wir können mal so auf ein paar Zahlencharts mal raufschmeißen, die hier zu sehen sind, wie künstliche Intelligenz grundsätzlich den Energieverbrauch nutzt. Oder was sehen wir hier? Also wir sehen praktisch den Energieverbrauch zwischen einer klassischen Google-Suche, Internet, das heißt, ihr öffnet google.com, habt dieses Suchfeld, das kennt ihr wahrscheinlich seit über 20 Jahren und gebt da irgendwas ein, was ihr wissen wollt. Okay. Dann kriegt ihr einen Filter mit unterschiedlichen Ergebnissen und diese Ergebnisse könnt ihr dann sozusagen aussuchen, filtern und dann könnt ihr das richtige Ergebnis für euch entscheiden. So, und diese Google-Suche ist jetzt mal Faktor X. So, und jetzt? So, wenn ich jetzt sozusagen die gleiche Frage einem Chat-Agent stelle, in diesem Fall zum Beispiel ChatGPT ist ein bekanntes Produkt oder Gemini oder Meta AI, wenn ich einem Chatbot die gleiche Frage stelle, kriege ich ein anderes Ergebnis, aber dieses Ergebnis kostet mich 10-mal so viel in Energie. Okay. Jetzt kann ChatGPT zum Beispiel oder auch Midjourney oder auch DALL-E oder sonst was noch was weiteres. Die können nämlich auch Bilder generieren. Ja. Das heißt, ich kann heutzutage nicht nur was fragen und ich kriege einen Text zurück, sondern ich kann mit dieser Frage auch ein Bild generieren. Zum Beispiel zeichne mir bitte einen Josef mit Bart. Da würde ich sozusagen höchstwahrscheinlich eine ähnliche Person bekommen, die so aussieht. Wahrscheinlich, ja. Das passiert innerhalb von wenigen Sekunden. Das dauert bei mir, also ich habe das schon ein paar Mal probiert, so Logos oder sonstiges. Der braucht das ist schon eine Rechenleistung. Also der überlegt dann schon 5 bis 10 Sekunden und das liegt nicht an meinem langsamen Netz in Berlin, sondern es ist einfach ein bisschen mehr Arbeit. Und die 5 bis 10 Sekunden, die kosten im Energieverbrauch 320 Mal mehr Strom als eine klassische Google-Suche, wenn ich Bilder suche. Also ich will es einfach nur noch einmal zusammenfassen, damit ich es verstehe. Wenn ich bei Google irgendwas eingebe und danach einfach die Suchergebnisse bekomme, dann ist das X an Energie. Ja, früher gab es auch mal diesen Vergleich, 1 Stunde Google-Suche ist so viel wie X Tage Glühbirne oder so. Aber ne? Jetzt gehen wir genau in die andere Richtung. Jetzt gehen wir in die andere Richtung, jetzt ist Google eigentlich nachhaltig, okay? Wenn ich ChatGPT nutze, 10-fach. Wenn ich ein Bild kreiere, 320-fach einer Google-Suche.
Und Richtig, das nächste? Das nächste, jetzt können wir ja nicht nur Bilder kreieren, wir können ja auch mehrere Bilder kreieren, die am Ende des Tages aus mehreren Frames zu einem Video werden. Ja. Das führt dazu, dass wir sogar bis zu 10.000 Mal mehr Stromverbrauch haben als eine klassische Google-Suche oder bei YouTube, wenn wir irgendwie nach einem Video suchen. Eine Frage, die ich jetzt stellen muss, weil ich auch Verbraucher bin, wie alle hier auch Privatverbraucher sind, ist das dann mein Strom, der verbraucht wird? Verbrauche ich, wenn ich jetzt ein Video herstelle, verbrauche ich 10.000 Mal so viel Strom? Oder ist das Strom, der in einem Rechenzentrum verbraucht wird? Du zahlst eine Lizenzgebühr an OpenAI, in diesem Fall sind es glaube ich 22 Euro aktuell. Bei dir ändert sich nichts. Okay. Aber der Stromverbrauch im Rechenzentrum, daran ändert sich das extrem. Das heißt, du zahlst nicht den Strom, du zahlst den Strom indirekt über die Lizenzgebühren. Ja. Aber im Endeffekt, die Rechenzentren brauchen mehr Rechenleistung, um das Ergebnis dir wieder zu spiegeln, das, was du am Ende des Tages brauchst. Okay. Jetzt schauen wir zurück. Ich habe es verstanden. Wir brauchen mehr Rechenzentren. Kannst du mir sagen, was das bedeutet? Also diese exponentieller Bedarf an Energie in den Rechenzentren. Was bedeutet das an Megawatt? Was bedeutet das an Kapazitäten in Deutschland in den Rechenzentren für die nächsten Jahre? Wir können mal, bevor wir in die nächsten Jahre reingehen, mal versuchen, das etwas historisch aufzubauen und wir gucken uns mal ein paar Muster an. Ja. In der Regel erkennt man anhand von bestimmten Mustern auch die Zukunft. Das heißt, jetzt muss ich mal die richtige Folie finden. So, jetzt haben wir die richtige Folie hier. Wir haben praktisch auf der rechten Seite, sehen wir die zusammengefassten Mietvertragsabschlüsse für Rechenzentren, einmal in der USA und einmal dann unten im Bereich Europa. Okay. Das heißt, wir benchmarken mal USA mit Europa. 2019 wurden insgesamt 343 Megawatt an Rechenleistung in der USA geschlossen, das an Mietverträgen. Das heißt, Mietverträge mit Amazon, mit Oracle, mit Google und Co., alle die großen Big Player am Markt. In Europa waren es ein Tick weniger, 249, aber halt nicht viel weniger. Das heißt, die Megawatt-Leistung war praktisch für das klassische Cloud-Business vergleichbar groß. Ja, also wenn ich mir tatsächlich 2019 anschaue, das kriege ich auch sogar hin und ich kann nicht sehr gut rechnen, das ist weniger als ein Drittel Unterschied zwischen USA und Europa. Richtig, genau. Okay. So. Das ist klassisch Cloud-Business. Das heißt, ich nutze ein iPhone, ich habe die iCloud, ich brauche die Daten, ich muss die irgendwo online abrufen. Ja. Wir brauchen Streaming-Dienste, wenn wir zu Hause auf der Couch nach dem Abend von der Arbeit dann irgendwie Netflix anschalten. Das muss ja gestreamt werden. Also von irgendwo werden die Daten geladen. Netflix lädt die Daten aus dem Amazon Cloud und von dort werden die Daten am Ende des Tages auf deinem Fernseher angezeigt. Okay. So, das ist klassisches Cloud-Business. Wenn wir sozusagen jetzt mal verstehen, was in den letzten Jahren passiert ist, wir haben ja diesen klassischen AI-Boom, Trainingsmodelle, OpenAI braucht mehr Daten, sammelt mehr Daten, baut Rechenzentren etc. Microsoft investiert 12 Milliarden in OpenAI, um die Finanzierung von Rechenzentren wiederzugeben und. Da passiert ziemlich viel. Ja. Das passiert aber aktuell nur in der USA, nicht in Europa. Wenn man sich sozusagen jetzt die Zahlen von 2019 bis 2023 mal ganz genau anschaut, sieht man, dass wir sozusagen praktisch die Wachstumskurve für den europäischen Markt 2023 verloren haben. Das heißt, wir sind 2023 in Europa mit den stehen geblieben mit knapp 1000, also knapp einem Gigawatt, wenn man es jetzt genauso nimmt, einem Gigawatt an Mietvertragsabschlüssen innerhalb von Europa. Das ist der Stand von 2021 in der USA. Das heißt, wir waren deutlich unter dem Wert, den wir sozusagen vor mehreren Jahren in der USA erreicht haben. Wir stehen also so praktisch dem Vierfachen ist die USA gewachsen anhand von AI-Trainingsmodellen von OpenAI, Amazon, Google Cloud und Gemini und. Und diesen Wachstum, den erleben wir aktuell noch nicht in Europa. Das heißt, dafür gibt es, also wenn ich einmal sozusagen das erklären kann, dafür gibt es ein paar Gründe, die man vielleicht auch sieht. Die künstliche Intelligenz, die Entwicklung, die kam aus den USA, nicht aus Europa. richtig. Und da wurde einfach plötzlich etwas Neues erfunden, nämlich die Sprachfertigkeit, also dass Sprachmodelle auch mit Sprache antworten. Und das verbraucht da, wie wir auf der Folie vorher gesehen haben, extrem viel mehr Energie. Braucht extrem mehr Datencenter und Deutschland und Europa hinkt plötzlich extrem hinterher. Die Schere, meine Damen und Herren, ist extrem auseinandergegangen zwischen den USA und Europa. Was aber nicht bedeutet,
dass Europa nicht mehr Datacenter braucht, oder doch? Nein, das ist gar nicht. Wir sind aktuell in einer Marktsituation und wir sind ja hier auf einer Messe. Hier geht es um den deutschen und den europäischen Markt. Ja. Wir müssen verstehen, was passiert in Europa. Wir befinden uns aktuell in einer Marktsituation, wo es noch unklar ist, ob es überhaupt Sinn macht, KI-Modelle in Europa zu trainieren. Wieso? Weil es keine Taxonomie in diesem Fall gibt. Das heißt, die EU gibt keine Vorgaben dahingehend, wo die Daten trainiert werden müssen. Das heißt, wir haben im Endeffekt die großen Datenbankanbieter wie von OpenAI und Co., die ihre Modelle in der USA trainieren, solange es noch keine Verordnung in der EU kommt. Sobald die einmal kommt, das heißt, dass die auch in der EU trainiert werden müssen? Dass sie trainiert werden müssen, dass die Daten dort gespeichert müssen, dass sie dort verarbeitet werden müssen, etc. Sobald dieser Moment einmal eintrifft, kommen wir in eine Situation, wo wir diese vernachlässigte Wachstumskurve, die wir sozusagen nicht mitgenommen haben in Europa, nachzieht. Das heißt, diese 4 Gigawatt pro Jahr an Mietvertragsabschlüssen, die stehen erst in Europa bevor. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, auf die Frage hin, die hier jeder eigentlich stellt und auch in den letzten 2 Jahren gestellt hat, ist es denn eigentlich zu spät, im Datacenter zu investieren? Nein, genau jetzt ist der Moment, weil die exponentielle Wachstumskurve, die kommt erst. Kommt erst noch. Was ist der Grund dafür, dass Europa da hinterhergehinkt hat in den vergangenen Jahren? Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, USA sind einfach nach vorn geprescht. Was war der Grund, dass Europa nicht nach vorn geprescht ist? Der Grund liegt daran, dass es kein Unternehmen in Europa gab, was sich tatsächlich mit den Language Models so intensiv beschäftigt hat wie OpenAI oder Google oder Meta. Und auf der anderen Seite haben die auch den Zugriff auf die Daten. Das heißt, OpenAI ist irgendwann mal mit dem Zugriff der Daten auf Twitter gestartet. Aufgrund der Kooperation, insbesondere mit einem der Co-Founder von Elon Musk, hatten die einen sehr, sehr guten Zugriff auf, auch schon damals zu Twitter. Meta trainiert ihre eigenen Daten auf Basis von Instagram, von Facebook und allem dem, was sie auch nutzen. Genauso Google. Google nutzt ihre eigenen Daten, um diese zu trainieren, um ihre eigene Software zu bilden. Das heißt, der Datenzugriff, darauf hatten die europäischen Unternehmen gar nicht so einen starken Zugriff gehabt wie in den USA. Das heißt, nur wenn wir wissen, wie die EU im Moment Datenzugriff noch mehr reguliert, Stichwort das neue iPhone, dann wissen wir auch, und die Möglichkeiten der KI, die da angeboten werden, aber in Europa nicht angeboten werden, wenn das einmal reguliert ist und hier trainiert werden muss und hier gespeichert werden muss, dann wird in relativ schneller Zeit der Bedarf an noch mehr Datacentern, nicht nur das normale Wachstum, sondern das exponentielle Wachstum, der Nachholbedarf, der wird dann sehr schnell sichtbar werden. Mark Zuckerberg hat in seiner letzten Keynote, wo er sein neues Meta AI vorgestellt hat, versprochen, dass das Update für Meta AI zu Ende des Jahres in der USA erscheint. Was sagst du persönlich zu der Brille, Design? Kein Kommentar. Kann für jemanden passen, für jemanden nicht. Verstehe. Aber er hat auch was ganz, ganz Interessantes. Er hat ganz klar gesagt, das neue AI-Update mit einer extrem hohen Leistung, die kommt in der USA noch in diesem Jahr. Das heißt, klassisch ähnlich wie ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, 4o und so weiter. Der nächste Satz hieß, wir werden dieses Produkt nicht in Europa veröffentlichen. Richtig. Er hat ganz klar gesagt gehabt, dieses Produkt ist nicht für den europäischen Markt. Das zeigt einfach, dass und er hat auch noch hinzugefügt, dass er nicht mal weiß, ob dieses Produkt jemals für den europäischen Markt gemacht wird. Richtig, das zeigt sozusagen auch, dass sozusagen jeder, auch aus der Sicht der großen Konzerne, die diese Produkte entwickeln, aktuell abwartet, was die Taxonomie sagen wird. Die bewegen sich nicht auf den europäischen Markt, solange nicht die Taxonomie klar geregelt ist, wie wir diesen Wachstum in Europa abbilden wollen und müssen. Das ist ganz interessant, weil manche, die das beobachtet haben, meine Damen und Herren, auch diese Aussagen von Mark Zuckerberg, man hätte denken können, dass er das meint mit Blick, ja, in Europa, die brauchen das gar nicht, die werden das gar nicht nutzen. Stimmt aber nicht. Wir werden das auch brauchen, wir werden es auch nutzen, nur ist die Regulatorik noch nicht klar. Richtig. Ja. Jetzt eine Frage mit Blick auf das, was uns erwartet in den kommenden Jahren. Wenn wir sagen, die Regulatorik kommt demnächst, die wird in der Legislatur der EU-Kommission kommen, das ist klar, die wird schneller kommen, als wir denken. Die arbeiten schon daran in Brüssel, muss ja auch sein. Wohin geht dann der Markt? Was brauchen wir an Datacentern? Also der Markt wird dahin gehen, das sieht man so praktisch am gleichen Slide auf der linken Seite diesmal, dass Europa irgendwo noch nachhängt mit 2,5 weniger Leistung. Yeah. Und diese Leistung holen wir bis 2035 nach. Das heißt, der Markt wird sich Minimum verdoppeln.
Das heißt, alles, was sozusagen wir bereits in den letzten 30 Jahren an Infrastruktur gebaut haben, wird in weniger als 10 Jahren nochmal verdoppelt. Okay. Das ist ein Riesensprung. Das ist ein Riesensprung nicht nur sozusagen in den physischen Räumen einer Assetklasse, sondern das ist auch ein Riesensprung in den Investitionsvolumina, weil Rechenzentren sind ja bekannt, dass die etwas mehr kosten als eine Logistikhalle. Kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, Rechenzentrum, das ist so ein abstrakter Begriff. Wir hatten es eingangs in der Diskussion, dass wenn man autonomes Fahren haben möchte, dass man kleinere Rechenzentren braucht, damit die Autos auch vernetzt sind untereinander in der Region. Es interessiert ja niemanden, wann ein autonomes Auto in München fährt, in Berlin und vice versa. Man braucht dort die kurzen Geschwindigkeiten. Was bedeutet eigentlich Rechenzentrum? Wie klein können die sein? Wie groß werden die? Auch aus Immobilienperspektive. Rechenzentren sind in unterschiedlichen Kategorien klassifiziert. Man spricht bereits von einem Rechenzentrum, wenn man seinen eigenen Server in einem Serverraum in seinem Büro hat. Okay. So, ab da ist man schon ein Rechenzentrumsbetreiber für sein eigenes Unternehmen. Cool, ich bin ein Rechenzentrumsbetreiber auch zu Hause. Nicht schlecht. Richtig. Das ist, wo wir heute sprechen, ist ja sozusagen praktisch ja nicht sozusagen der klassische Büro-Serverraum, sondern wir sprechen ja, wie kriegen wir denn große Daten, große Mengen an Daten gespeichert in einem physischen Raum, also sprich auf einer Festplatte, in einem großen Cage, in einem großen Gebäude. Und wie kriegen wir dort diese Daten auch auf einer virtuellen Welt verarbeitet? Das heißt, wir brauchen die Daten heutzutage nicht nur für Storagen, also nicht nur für Speichern, ja, sondern auch zum Trainieren, zum Verarbeiten und zum Verstehen. Okay. Das heißt, wenn wir zum Beispiel heutzutage auf die meisten Gäste haben hier wahrscheinlich ein iPhone, weil wir aus der Immobilienbranche stammen, wenn wir zum Beispiel auf dem iPhone jetzt raufgehen und auf die Fotosuche gehen. Auf der Fotosuche geben wir einen Begriff ein. Der Begriff sagt, hey, wir haben dort irgendwie, zeig mir bitte alle Fotos an mit einem Auto. Dann zeigt er dir sozusagen praktisch alle Bilder an, die ein Auto enthalten. Das ist praktisch eine Rechenleistung, die vorher hochgerechnet worden ist, weil sozusagen die Fotos in der iCloud gespeichert sind und in der iCloud gibt es Rechenprozesse, die dir dann ermöglichen, als User relativ schnell darauf zuzugreifen. Ja. Das kostet aber Geld, das kostet Energie und das kostet Strom. Und in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel beim autonomen Fahren, ist auch die Latenzzeit wichtig. Das heißt, die Übertragung von A nach B. Es muss sehr schnell gehen, damit auch Unfälle vermieden werden. Richtig, also die Latenzzeit ist ein Thema, das ist seit dem ersten Börsenhandel bekannt. Wenn man sich sozusagen mal die Historie anschaut, die erfolgreichsten Broker zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab, waren die sozusagen das nächstliegende Bürogebäude an der Börse angemietet haben, weil sozusagen der Informationsübertragung von der Börse bis zum nächsten Büro, also auf die gegenüberliegende Straße, deutlich schneller war als zum nächsten Viertel. Das heißt, die Leute haben viel schneller von der Information profitiert und konnten damit halt ihren Nutzen ziehen. Und das sieht man das Gleiche auch im Endeffekt in der heutigen Welt, wenn man sagt, okay, wenn ich ein autonomes fahrendes Auto habe und das Auto muss von A nach B kommen, dann wäre es doch fatal, wenn die Datenübertragung, wie das Auto reagieren soll, aufgrund eines Risikos, was sozusagen vor dem Auto steht, 5 Sekunden zu langsam reagiert. Das heißt, ein Autounfall, Personenschaden. Genau. Und das bedeutet, wie viele Datacenter brauchen wir deregionalisiert, also aufgesplittet in Deutschland? Kannst du da Zahlen nennen? Also was wir, oder was man in den Zahlen beobachten kann, Rechenzentren sind ja in Frankfurt stark gewachsen aufgrund der historischen Verbindung. Warum? Das musst du kurz erläutern. Warum gerade Frankfurt? Okay, Börse würde ich denken, ist einer der Gründe, aber ist das nicht der einzige? Es gibt die Börse, ist aber auch aufgrund also die Rechenzentren sind nicht wegen der Börse reingezogen. Die Börse kam aufgrund auch des gleichen Grundes wie die Rechenzentren, aufgrund unserer Vernetzung der Internetknoten, also quasi unserem Backbone. Es gibt ein Backbone-System, welches sozusagen die ganze Welt verbindet, von Deutschland bis in Frankreich, von Europa nach den USA und von der USA nach Asien. Gibt es direkte physische Leitungen. Und diese physischen Leitungen haben halt längere Wege und kürzere Wege. Und der kürzeste Weg zum Beispiel von Frankfurt bis zu USA lief dann quasi über Amsterdam bis hin zu Paris, bis hin zu London und dann über die Übersee bis New York. Und der Weg zum Beispiel von Berlin ist deutlich weiter gewesen in der physischen Welt nach New York als über Frankfurt. Okay. Also der kürzeste Weg in den physischen Leitungen hat dazu geführt, dass dort auch Rechenzentren am Ende des Tages entwickelt wurden. Also der Knotenpunkt für die schnelle Datenübertragung war ein essentieller Punkt.
Gleichzeitig aber sehen wir jetzt die Entwicklung, dass Datacenter nicht mehr geclustert werden an einem Ort, also alles in Frankfurt, sondern dass man schaut, dass man sie überall verteilt. Auch in Berlin, nehmen wir das mal als Beispiel, habe ich gehört, dass man innenstadtnah an aber unterschiedlichen Standorten in Berlin schaut, wo ein Datacenter, wo ein Rechenzentrum untergebracht werden kann. Grundsätzlich hängt es ab vom Produkt. Das heißt, hat man Produkte, die eine etwas höhere Latenzzeit in Kauf nehmen können, können die auch woanders stehen, wo die auch sozusagen vielleicht nicht sofort die Datenübertragung brauchen. Also zum Beispiel, du als Kunde, der Netflix streamen würde nicht merken, dass sozusagen das Streaming vielleicht 5 Sekunden länger gedauert hat als vorher. Solange sozusagen das vorgestreamt wird und du sozusagen den Film ohne Unterbrechung schauen kannst, ist der Kundenwunsch erfüllt worden. Ja, in den meisten Fällen wird dann einfach nur eine Werbung dazwischen geschaltet. Das kann sein. Ja. Ich glaube, die Werbung ist eher dafür, dass man das mehr Geld verdient, aber... Aber jetzt zurück nochmal zu den Datacentern und wo sie gebaut werden können. Ein Aspekt, der wichtig ist, es gab immer wieder mal auch Anschläge auf Datacenter, auf Rechenzentren. Und das ist aus meiner Perspektive, wie ich jetzt beobachtet habe aus Gesprächen mit Versicherungen, auch relevant, dass nicht alle Datacenter zu nah beieinander sind. Ja, es gibt einerseits Terrorgefahr, es gibt einerseits Naturkatastrophen, das heißt Themen wie Überschwemmungsgefahr, Flugrouten, Luftrouten sind wichtige Themen, die sozusagen als No-Go-Kriterium erscheinen können. Müssen nicht unbedingt, aber können als Kriterium sozusagen dazu führen, dass bestimmte Mieter an bestimmten Standorten nicht ansiedeln werden, aber aufgrund dessen, dass sozusagen ein Rechenzentrum einem bestimmten Risiko ausgesetzt ist. Jetzt machen wir mal den Schwenk. Jetzt haben wir über Datacenter gesprochen. Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass der Bedarf groß ist und sich noch einmal verdoppeln wird. Wir haben alle verstanden, dass Europa da sehr viel aufzuholen hat. Wir haben auch verstanden, dass es nicht nur um einen Knotenpunkt mehr geht, sondern dass wir sowohl Knotenpunkte, große Hyperscaler brauchen in verschiedenen Standorten, aber auch kleinere Datacenter in den Regionen. Dass wir eine Datacenter-Infrastruktur brauchen in Deutschland. Das ist das eine. Das andere: ein Datacenter braucht viel Energie. Und wenn ich mir die Regulatorik da anschaue, bei Energiezufuhr, dann weiß ich, dass wir in Europa, wenn wir die CO2-Ziele und die Klimaziele erreichen möchten, dass wir auch die Datacenter und diesen Stromverbrauch nachhaltig irgendwie gestalten müssen. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, nachhaltig die exorbitanten Strommengen herzustellen und hinzuzuleiten zu einem Datacenter? Fangen wir erst einmal mit der Herstellung des Stroms an für das Datacenter. Also wenn man ein Datencenter entwickelt, muss man nicht unbedingt der Stromproduzent sein erstmal. Man muss erstmal die physische Leitung dafür haben, dass man überhaupt den Netzanschluss bekommt. Wenn man sozusagen sein Rechenzentrum nachhaltiger gestalten will, muss man halt mit langfristigen PPAs arbeiten, also Purchase Power Agreements, das heißt Energielieferverträge. Energielieferverträge sind Verträge, die man halt mit Solarparkbetreibern abschließt, die langfristig zu einem Festpreis einen Stromtarif garantieren, der sozusagen einerseits CO2-neutral ist und aber auch bezahlbar ist. Je länger die Laufzeit, desto günstiger der Strompreis natürlich. Das macht in der heutigen Sicht ziemlich viel Sinn, solche langfristigen PPAs zu schließen, vor allem in der heutigen Zeit, weil der Energiemarkt in Deutschland aktuell künstlich auf einem niedrigen Niveau gehalten wird. Das heißt, die Preise, die wir aktuell haben auf dem Markt mit teilweise Produktionskosten von 4-5 Cent, können langfristig auf dem deutschen Markt nicht gehalten werden. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen, dass die Energiepreise wieder explodieren in Deutschland. Und für jeden, der sozusagen heute schon bereits sich um PPAs kümmert, um langfristige Energielieferverträge abzuschließen in dem günstigen Zeitraum, hat einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil gegenüber die in den ersten 2-3 Jahren über Das heißt, ihr schließt langfristige Verträge ab für die Energiezufuhr? In unseren Projekten konsolidieren wir Solarparks und Datacenter auf einen Balance Sheet. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass wir nicht nur die Rechenzentren entwickeln, sondern dass wir auch parallel Satelliten aufbauen, in diesem Fall von Windkraft und Solarparks, die in den eigenen Bestand mit reingehen, um langfristig sozusagen die Energieversorgung zu gewährleisten. Okay. Jetzt habe ich die Energie mit PV, mit Windpark, mit einem Mix, weil Photovoltaik, wie wir alle wissen, nicht immer funktioniert. Wir haben da Volatilitäten, das heißt, wir müssen irgendwie auch aufstocken können. Wir sind hier in Nordeuropa. Wir haben vergangenes Jahr wie viel? 350.
Kannst du erläutern? 350 was? 350 Wir haben insgesamt in Deutschland knapp 1000 Sonnenstunden im Jahr, die wir sozusagen an Stromleistung im Solarpark generieren können. Das ist ungefähr der Average. Im Süden etwas mehr, im Norden etwas weniger. So. Von den 1000 Stunden haben wir knapp 350 Stunden, die negativ waren. Das heißt, der Strom konnte nicht zu einem Pluspreis verkauft werden, sondern war günstiger an der Börse zu handeln. Das heißt, man kriegt sogar Geld geschenkt, wenn man an der Börse den Strom kauft. Also, wir können mit PV nicht alles, aber manchmal können wir sogar mehr. Wir haben jetzt ein System integriert bei einem Rechenzentrum, um diesen Strom zuzuführen. Ich habe aber mal mir ein Rechenzentrum angeschaut und mir wurde relativ schnell sehr warm. Was tut man mit einem Rechenzentrum mit der Abwärme? Wie kommt man da voran? Was ist da der nachhaltigste Aspekt? Was habt ihr euch da ausgedacht? Die Taxonomie sagt, dass alle Rechenzentren, die ab 2026 betrieben werden, ab 2026, also in den Betrieb gehen. Also das heißt, alle die jetzt mit diesem exponentiellen Wachstum erst geschaffen werden, die fallen unter die Taxonomie? Die fallen unter die Taxonomie. Die sind verpflichtet, damit die überhaupt eine Betriebsgenehmigung erhalten, 10% der Abwärme ins Netz zurückzuspeisen. Das heißt ins Nah- oder Fernwärmenetz. Okay. Das heißt, also mal andersrum gesagt, ein Rechenzentrum verbraucht extrem viel Energie. Das heißt, 70-80% der Energie fließt in die Serverkapazität, um die Server zu betreiben. 20-30% gehen in die Kühlsysteme rein. Ja. So, man kühlt, damit die Chips und damit die Server länger leben. So, aber man kann diese Wärme, die dort entsteht, auch so nutzen, dass man diese Abwärme veredelt und sozusagen wieder ins Netz zurück einspeist, um dann umliegende Quartiere, sei es jetzt irgendwelche Wohnparks oder Wohnquartiere, Büroimmobilien mit Warmwasser und Heizung versorgt. Okay, und das macht ihr auch? Das machen wir. Unser Rechenzentrum wird in naher Zukunft knapp 25.000 Wohnungen im Bezirk Lichtenberg mit CO2-neutraler Abwärme versorgen. Und wie schafft ihr es da? Was für Möglichkeiten gibt es? Man kann das veredeln, das habe ich verstanden. Also ihr habt da eine Betriebstemperatur, die ihr erhöhen könnt. Das heißt, das Wasser, das ihr nutzt aus der Abwärme, hat einen Wert an sich, weil es voll ist mit Energie, nämlich mit Wärme. Ja, das verstehe ich. Aber trotzdem reicht das ja noch nicht, um heiß zu duschen, sondern ihr müsst in manchen Fällen natürlich noch weiter veredeln. Was macht ihr da? Das ist die gleiche Problematik wie im Solarbereich. Im Winter scheint weniger die Sonne, im Winter produziere ich keine Solarenergie und das Gleiche haben wir natürlich auch in unserem Rechenzentrum. Wir müssen auf der einen Seite darauf achten, dass unser Kühlungssystem energieeffizient ist. Das heißt, in kühlen Tagen im Winter arbeiten wir mit einer Außentemperatur. Das heißt, wir ziehen die Kälte von außen ins Gebäude mit rein und kühlen deutlich effektiver im Winter. Im Winter wollen wir aber deutlich wärmer duschen. Wir brauchen deutlich mehr Heizkraft. Und deswegen ist es sozusagen genau das Gegenteil. Das heißt, dass wir sozusagen weniger Abwärme im Winter generieren, obwohl wir im Winter deutlich mehr Wärme benötigen. Um sozusagen diese Energie zu veredeln, müssen wir dann klassisch mit bestehenden Infrastrukturmaßnahmen arbeiten, wie zum Beispiel einer Wärmepumpe. Ja. Eine Wärmepumpe ermöglicht uns sozusagen das Kühlwassersystem, was wir sozusagen in diesem Gebäude nutzen, um das Wasser zu erwärmen aufgrund der Abwärme, können wir dann über die Wärmepumpe nochmal veredeln und dann sozusagen für 60, 70, 80 Grad erhöhen. Okay, also ihr könnt doppelt veredeln. Einmal das Wasser wird veredelt durch das Datacenter. Genau, wir ziehen das Wasser aus der Erde raus, das ist kaltes Wasser. Die Server sind warm, wir kühlen die quasi über dieses Wasser, wenn man ganz pragmatisch mal ausdrückt. Ja. Und entziehen die Wärme ins Wasser rein und veredeln dann später über eine Wärmepumpe das Wasser. Meine Damen und Herren, ich fände das ja ganz spannend, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Wenn Sie das mitgehört haben von Anfang an, dann haben wir so etwas wie die Sektorenkopplung, die da stattfindet, einfach mal durchexerziert. Ja? Wir sehen den Bedarf an Rechenleistungen. Warum? Weil KI kommt, weil wir wissen, dass das noch zunehmen wird. Wir wissen, dass wir, um diese Rechenleistung darzustellen, wir mehr Rechenzentren brauchen, weil wir einen Nachholbedarf in Europa haben. Warum haben wir einen Nachholbedarf? Weil bislang das nicht reguliert war und die Taxonomie nicht gesagt hat, dass das vielleicht doch in Europa stattfinden muss und hier gespeichert werden muss. Um das in die Tat umzusetzen, brauchen wir Rechenzentren. Diese Rechenzentren brauchen mehr Energie. Diese Energie wiederum muss laut Taxonomie auch nachhaltig gespeist werden. Das heißt, wir brauchen PV und andere zeitgemäße Formen von Energiegewinnung. Gleichzeitig aber haben wir eine Abwärme, das heißt
eine Energie, ja, die genutzt werden kann. Und um das wiederum ESG-konform zu machen, wird diese Energie, nämlich das veredelte warme Wasser, eingespeist in die Warmwasserleitungen für die Quartiere, gewerblich und Wohnquartiere nebenan. Und da wir, und das ist das Interessante dabei, ja gelernt haben, dass wir Datacenter dort brauchen, wo die Menschen wohnen und arbeiten, nämlich überall, nicht nur in Frankfurt, wird daraus ein geschlossener Kreis. Wir brauchen diese Datencenter überall, wo Menschen auch sind. Und Richtig. damit danke ich sehr herzlich. Wir haben eine Punktlandung. Danke ich sehr herzlich für die Diskussion. Gabriel, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Josef. Ich danke Ihnen und wünsche eine erfolgreiche Expo Real. Prayer.